Skript: 10 versteckte Verhaltensweisen von Menschen, die zu tief verletzt wurden. Hast du jemals jemanden getroffen, der nach außen ruhig wirkt, aber in seinem Inneren tobt ein Sturm, den niemand sehen kann? Sie beschweren sich nicht. Sie suchen keine Aufmerksamkeit. Sie sprechen selten über ihren Schmerz. Doch jede Reaktion, jedes Schweigen, jede Mauer, die sie aufbauen, kommt irgendwo her. Hier ist die unbequeme Wahrheit. Menschen, die tief gelitten haben, heilen nicht einfach. Sie passen sich an und ihre Psyche verändert sich für immer. Und heute möchte ich dich an einen Ort mitnehmen, den die meisten Menschen meiden. Hinein in den Geist eines Menschen, der zu viel Schmerz erlebt hat. Nicht um zu verurteilen, nicht um zu diagnostizieren, sondern damit du vielleicht zum ersten Mal sie verstehst oder dich selbst. Denn die gefährlichsten Wunden sind die, die niemand bemerkt. Bleib bei mir, denn das letzte Verhalten ist dasjenige, das still und leise ihre ganze Zukunft formt. Warum das wichtig ist. In diesem Video entdecken wir, warum manche Menschen andere wegstoßen, obwohl sie sich nach Liebe sehnen, warum sie schweigen, statt um Hilfe zu bitten, warum sie alles überdenken und warum ihre Stärke zugleich Schutz und Gefängnis ist. Du wirst sehen, dass tiefer Schmerz nicht nur Gefühle verändert. Er verändert Vertrauen, Grenzen, Beziehungen, Identität und sogar das Nervensystem. Aber bevor wir eintauchen, behalte eines im Kopf. Niemand wählt diese Verhaltensweisen bewusst. Es sind keine schlechten Eigenschaften. Es sind Überlebensstrategien. Und sobald du sie erkennst, wirst du sie nie wieder übersehen. Lass uns beginnen. 1. Sie vertrauen nicht leicht. Und es ist nichts Persönliches. Das hast du wahrscheinlich schon erlebt. Du versuchst freundlich zu sein. Du zeigst Interesse. Du bietest Freundschaft, Liebe, Unterstützung. Und trotzdem bleiben sie auf Abstand. Kühl, vorsichtig, wachsam. Du denkst vielleicht, mögen sie mich nicht? Warum misstrauen sie allem? Aber die Wahrheit ist, wenn jemand immer wieder verletzt wurde, beginnt sein Gehirn etwas Schutzhaftes zu tun. Es scannt nach Gefahr. Sogar in Freundlichkeit. Sie gehen nicht selbstverständlich von guten Absichten aus. Sie bewerten jedes Wort, jede Geste, jedes Versprechen. Nicht, weil sie zynisch sind, sondern weil Vertrauen sich früher einmal sicher angefühlt hat und dann zerbrach. Also sagt der Verstand jetzt, wenn ich dich hineinlasse, kannst du mich verletzen. Vertrauen wird zu etwas, das langsam und schmerzhaft verdient werden muss. Und wenn du jemals durch ihre Mauern kommst, versteh, du hast nicht nur ihre Aufmerksamkeit bekommen, du hast Zugang zu ihrem tiefsten Inneren erhalten, zu dem Teil, den sie fast nie zeigen. 2, sie isolieren sich, nicht weil sie Menschen nicht mögen, sondern weil Stille sicherer wirkt. Lass mich dich etwas fragen. Hast du jemals beschlossen, zu Hause zu bleiben, statt unter Menschen zu gehen, nicht weil du unsozial warst, sondern weil du müde vom So-Tun als ob warst? So fühlt sich Isolation für jemanden an, der tief verletzt wurde. Schmerz bringt ihnen eine Botschaft bei. Je weniger Menschen, desto weniger Explosionen. Also ziehen sie sich zurück. Sie lieben leise. Sie denken tief. Sie sitzen allein, nicht aus Bitterkeit, sondern weil Einsamkeit wie ein Ort wirkt, an dem nichts Unerwartetes sie angreift. Und hier ist das Paradox. Isolation tut weh, aber Nähe tut manchmal mehr weh. Also wählen sie den Schmerz, den sie kontrollieren können. 3. Sie bauen unsichtbare emotionale Grenzen. Von außen wirken sie ruhig, gefasst, unberührt, stark. Doch innen gibt es einen verschlossenen Raum und nicht jeder bekommt den Schlüssel. Sie weinen nicht leicht, sie zeigen selten Verletzlichkeit, sie unterdrücken ihre Reaktionen. Nicht, weil sie nichts fühlen, sondern weil das Zeigen von Gefühlen früher zu Folgendem führte: Demütigung, Manipulation, verlassen werden oder Bestrafung. Also lernten sie, wenn niemand es sieht, kann niemand es gegen mich verwenden. Diese emotionale Eindämmung schützt sie, aber sie bringt auch eine stille Last. Sie erhalten kaum Trost, weil niemand bemerkt, dass sie ihn brauchen. 4. Sie entwickeln tiefe Empathie, fast zu tief. Hier wird es überraschend. Menschen, die gelitten haben, werden oft unglaublich sanft mit anderen. Sie bemerken das Zittern in einer Stimme, das künstliche Lächeln, die müden Augen, die sonst niemand sieht. Warum? Weil sie es wiedererkennen. Sie waren dort. Und etwas in ihnen flüstert:
niemand sollte sich so allein fühlen. Also werden sie der Zuhörer, der Helfer, der stille Heiler. Aber es gibt einen Preis. Sie tragen den Schmerz anderer, selbst wenn ihr eigenes Herz schon schwer ist. Ihre Empathie wird Geschenk und Last. Und manchmal vergessen sie, sie verdienen Unterstützung genauso. 5. Sie fürchten emotionale Nähe, selbst wenn sie sich danach sehnen. Stell dir vor, du willst Nähe mehr als alles andere. Doch jedes Mal, wenn sie näher kommt, zieht sich deine Brust zusammen. Dein Gehirn beginnt Szenarien zu proben. Was, wenn sie gehen? Was, wenn sie mich verraten? Was, wenn ich nicht genug bin? Also riskieren sie kein weiteres Zerbrechen. Sie halten zurück. Sie beobachten. Sie testen leise. Sie stürzen sich nicht in Beziehungen. Nicht, weil sie nicht tief fühlen, sondern weil sie zu tief fühlen. Und sie haben gelernt, jemanden zu lieben bedeutet, ihm Macht zu geben. Die Macht, dich zu verletzen. Diese Angst verschwindet nicht einfach. Sie bleibt im Körper, wie Erinnerung. 6. Sie entwickeln eine stille innere Stärke, die erst sichtbar wird, wenn alles zusammenbricht. Schmerz zwingt dich, Muskeln zu entwickeln, die du nie wolltest. Den Muskel, nach einem gebrochenen Herzen wieder aufzustehen. Den Muskel, Nächte zu überleben, die endlos scheinen. Den Muskel, zu funktionieren, selbst wenn man innerlich zerfällt. Menschen, die verletzt wurden, lernen einen mächtigen Satz: Ich werde überleben. Irgendwie. Vielleicht glauben sie nicht immer an Glück, aber sie glauben an Durchhalten. Andere bewundern sie. Du bist so stark. Du meisterst alles. Doch hier ist das Geheimnis. Stärke war für sie nie eine Wahl. Sie war eine Notwendigkeit. Und manchmal, unter all dieser Stärke, gibt es eine müde Seele, die flüstert: Ich wünschte, ich müsste nicht mehr so stark sein. 7. Sie analysieren Gefühle tief, manchmal zu tief. Hast du jemals ein Gespräch immer wieder in deinem Kopf abgespielt? Sie tun das ständig. Sie zerlegen: Warum hat er es so gesagt? Habe ich etwas falsch gemacht? Was bedeutet dieses Gefühl? Wie kann ich verhindern, dass es wieder passiert? Ihr Verstand versucht, Schmerz wie ein Rätsel zu lösen. Denn das Gehirn glaubt, wenn ich es vollkommen verstehe, kann ich es nächstes Mal verhindern. Manchmal führt das zu Erkenntnis, zu Wachstum, zu Weisheit. Aber manchmal sperrt es sie in endlose Gedankenschleifen. Sie erleben alte Wunden immer wieder, statt sie heilen zu lassen. 8. Sie sind großartig darin, andere zu unterstützen. Und schlecht darin, selbst um Hilfe zu bitten. Menschen, die gelitten haben, lernen etwas Mächtiges: Stille. Sie hatten nicht immer jemanden, der sagte: Ich bin da, rede mit mir. Also brachten sie sich bei, alles allein zu tragen. Ironischerweise macht sie das zu außergewöhnlichen Unterstützern. Sie sitzen mit jemandes Schmerz, ohne ihn kleinzureden, ohne ihn zu beschleunigen, ohne zu sagen: Reiß dich zusammen. Sie wissen, dass Heilung manchmal nicht aus Ratschlägen entsteht, sondern daraus, im Schmerz nicht allein zu sein. Aber wenn es um sie selbst geht, zögern sie. Sie wollen niemanden belasten. Sie wollen nicht bedürftig wirken. Sie glauben nicht, dass jemand sie wirklich verstehen würde. Also schweigen sie. Selbst dann, wenn sie verzweifelt hoffen, dass jemand es merkt. 9. Sie senken ihre Erwartungen an andere, um sich zu schützen. Mit der Zeit formt Enttäuschung eine stille Regel. Wenn ich wenig erwarte, kann ich nicht verletzt werden. Sie warten nicht mehr auf Entschuldigungen. Sie rechnen nicht mehr mit Loyalität. Sie verlassen sich emotional kaum auf andere. Sie bauen Unabhängigkeit auf. Nicht als Freiheit, sondern als Rüstung. Diese Haltung bewahrt sie vor Herzschmerz, aber sie raubt ihnen etwas Wertvolles: die Fähigkeit, Liebe vollständig anzunehmen. Denn wenn jemand aufrichtig versucht, sich zu kümmern, fällt es ihnen schwer zu glauben, dass es echt ist. Sie lernen die schwerste Fähigkeit: loszulassen. Nach genug Schmerz entsteht eine Erkenntnis: Festhalten tut mehr weh als loslassen. Sie hören auf, Menschen hinterherzulaufen, die gehen. Sie hören auf, Beziehungen zu erzwingen, die sie lehren. Sie hören auf, die Vergangenheit umzuschreiben. Loslassen bedeutet nicht, dass sie aufhören zu fühlen. Es bedeutet, dass sie sich endlich zuflüstern: Mein innerer Frieden zählt auch. Und dieser Wandel verändert alles. Er löscht keine Narben, aber er lässt das Leben wieder weitergehen. Schritt für Schritt. Die verborgene Wahrheit hinter all diesen Verhaltensweisen. Hier fügt sich alles zusammen. All diese Muster: Misstrauen,
Distanz, Stärke, Sensibilität, Unabhängigkeit sind nicht zufällig. Sie sind das Nervensystem, das sagt, ich lasse diesen Schmerz nie wieder zu. Es ist Schutz, es ist Anpassung, es ist Überleben. Doch der Überlebensmodus hat einen Schatten. Er schützt dich vor Gefahr. Und manchmal schützt er dich auch vor Liebe. Das ist die Tragödie, über die kaum jemand spricht. Der Wendepunkt Heilung geschieht nicht, wenn der Schmerz verschwindet. Sie beginnt, wenn der Geist erkennt, ich muss nicht für immer im Verteidigungsmodus leben. Wenn Vertrauen wieder ein Risiko wird, das sich lohnt. Wenn Hilfe zu suchen nicht mehr wie Schwäche wirkt. Wenn Stärke nicht länger Isolation bedeutet. Und hier ist die Wahrheit, die du vielleicht nicht hören möchtest. Heilung ist nicht bequem. Sie verlangt Türen erneut zu öffnen, die du aus guten Gründen einmal verschlossen hast. Doch auf der anderen Seite dieser Angst liegt ein Leben, das nicht mehr von alten Wunden regiert wird. Abschließender Gedanke. Und ich möchte, dass er bei dir bleibt. Wenn du dich heute wiedererkannt hast, dann ist nicht alles an dir kaputt. Viele deiner Eigenschaften sind keine Fehler. Sie sind der Beweis, dass du etwas Schweres überlebt hast, das niemand gesehen hat. Aber Überleben und Leben sind nicht dasselbe. Also lasse ich dich mit einer Frage zurück. Schützen deine Mauern dich wirklich vor Schmerz? Oder schützen sie dich leise auch vor Nähe? Bleib bei dieser Frage, nicht um dich zu verurteilen, sondern um dich sanft zu fragen. Ist es Zeit, dass dein Herz sich wieder sicher fühlen darf, nicht durch höhere Mauern, sondern durch das Wissen, welche Türen offen bleiben können? Denn die Stärke, die dich einst gerettet hat, sollte nicht dieselbe Stärke sein, die dich von dem Leben fernhält, das du verdienst.